Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil dieser Tutorial-Reihe. In dieser Folge werden wir das Dach bauen. Wir beginnen erst mit dem Grunddach und werden es anschließend nach und nach verschönern und bearbeiten. Wenn wir das gemacht haben, werden wir mit den Schattierungen beginnen. Erst mit dem Dach und anschließend das komplette Haus. Ich bin der Hamsterasche und das ist das Parallax Mapping Tutorial. Für unser Dach müssen wir jetzt erstmal wieder unser Raster anzeigen. Dann können wir das Größenverhältnis wieder ein bisschen besser sichtbar machen oder das Dach besser einstellen. Jetzt holen wir uns die gewünschte Textur raus. Ich habe mich jetzt hier für ein Holzdach entschieden und in dem Fall das Holzdach mit ein bisschen breiteren Planken und dieser kleinen Holzverstrebung. Machen wir uns hier eine neue Ebene. Selbstverständlich nehmen wir das Dach. Und jetzt müssen wir uns erstmal die Höhe richtig einstellen. So ungefähr, dass das Höhenverhältnis vom Dach zur Hausmauer passt. Ich habe in dem Fall jetzt hier oben so ein halbes Viereck überlappt, wo unser Charakter praktisch hinterherlaufen könnte. Nämlich 2 komplette Kästchen und den Rest schiebe ich bis an die Hauswand ungefähr ran. Da muss man ein bisschen rumprobieren. Ich denke, das ist hier ganz okay. Jetzt sind mir das ein bisschen viele Streben und das möchte ich erstmal jetzt ein bisschen einstellen, bevor ich das Dach ein bisschen breiter mache. Ich denke, unten so eine kleine Doppelstrebe wäre auch ganz gut. Und jetzt lösche ich mir hier ein paar Streben raus, indem ich einfach ein Stück kopiere. Das über die anderen rüberziehe. Danach einfach wieder ein bisschen abblenden. Das muss hier nicht ganz perfekt sein. Und Dach ist ja auch nicht ganz perfekt. Das hat ja auch mal hier und da ein paar Kanten. Deswegen hier muss jetzt nicht exakt gearbeitet werden. Also man sollte, natürlich auch nicht zu grob. Das ist natürlich jetzt eine blöde Aussage. Aber wenn hier so ein bisschen was überlappt, ein paar Pixel drüber gucken, das ist nicht schlimm. Das ist halt ein Dach. So, nach und nach wieder kopieren und einfügen. Das geblendete Stück. Ja, und so sieht es doch ganz gut aus. So will ich mir das erstmal kopieren und verlängern. Hier eine gute Breite hinbekommen. Jetzt in dem Fall einmal über die komplette Breite vom kompletten Haus. Ja, wenn wir das haben, einfach wieder kopieren, einfügen. Und an die richtige Stelle rücken. Hier wieder auch rechts und links ein bisschen überlappen. Ja, so ein Hauswand ist ja normalerweise auch nicht genau abgeschnitten. Geht schon ein bisschen weiter rüber. So, wenn wir das haben, das gefällt mir die Farbe nicht. Das ist jetzt ein helles Braun. Ich möchte es gerne lieber Richtung Grau wieder haben. So ein bisschen wie unsere Fensterläden. Wie unsere Fenster ein bisschen. Dafür wieder Sättigung runterschrauben hier. Ein bisschen Helligkeit runterschrauben. Und das kopieren wir uns jetzt. Und fügen es nochmal neu ein. Auf dieselbe Ebene ruhig. Ich mache es jetzt mal, um das ein bisschen besser darzustellen. Ein bisschen weiter höher. Und hier nehme ich auf jeden Fall ein bisschen Sättigung wieder raus und vor allen Dingen viel dunkler. Das ist das gleiche Dach nochmal, bloß ein bisschen abgedunkelt. Und jetzt können wir schöne Effekte machen, indem wir einfach das obere dunkle Dach ein bisschen rausradieren. Wenn wir hier uns ein paar interessante Stellen schaffen. Die Sperre wieder lösen, ist jetzt eine schwebende Ebene. Hier ruhig mit ein paar verschiedenen Radierer kann man ruhig ausprobieren, wenn man das haben will nach dem Endeffekt. Einfach hier Stücke rausradieren. Ja, auch nur leicht transparent. Ihr seht ja ungefähr unten links den Druck, mit dem ich arbeite. Dass es nur ein bisschen durchsichtig wird, nicht komplett wegradieren. Und so kann man sich das nach und nach rausarbeiten.
Ja, wenn man ungefähr damit zufrieden ist, und einfach diese schwebende Ebene für das andere Dach exakt schieben, dann sieht man schon der Effekt, der so leicht durchkommt. Lass ich noch ein bisschen stärker bearbeiten, so sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Und hierbei kann man mal gut damit arbeiten, dass man wirklich helle Stellen hat und dunkle Stellen. Am besten schöne Kontraste reinbauen, ja. Also nicht so fließende Übergänge, sondern wirklich schon schöne Kontraste, dass das sofort auffällt. Ja, und so haben wir doch mal ein Hausdach erschaffen, was nicht so komplett glatt und ja, so fertig aussieht. Wie natürlicher so. Bisschen verwohnt, ein bisschen verwittert. So, jetzt kopieren wir uns ein Stück raus und werden das mal drehen um 90 Grad. Jetzt wollen wir nämlich ein Stück anpassen auf das untere Teil, untere Teil vom Dach. Und das soll so ein schräges Dach werden. Jetzt passen wir es ungefähr hier in die Mitte an. Ja, so leicht. Und jetzt werden wir das scheren. Hier müsst ihr darauf achten, dass halt die untere Kante und die obere Kante ungefähr mit dem anderen Dach übereinstimmen. Kann man natürlich nachher gleich noch schieben. Aber dass man ungefähr diesen 45 Grad Winkel hat. Um das jetzt anzupassen, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal man schneidet das, wie ich das jetzt mache. Zieht das wieder ran. Blendet es dann. Das Problem halt bei dieser Methode ist, dass jetzt die Holzplanken nicht ideal übereinander passen. Man kann das auch machen. Kann man auch ausbessern. Und wenn man mit Holzplanken arbeitet, wie ich jetzt, ist das eigentlich keine ideale Lösung. Da würde ich lieber schneiden. Was machen wir jetzt? Mit diesem freien Schnitt, diese freie Auswahlfenster, klicken wir einfach einmal oben drauf. Die Holzkante, dann ziehen wir uns das. Klicken nochmal drauf und damit haben wir jetzt einen ganz geraden Schnitt an der Holzplanke lang. Einfach entfernen. Und damit ist es eigentlich viel, viel sauberer ausgeschnitten. Ja, jetzt nehmen wir uns einfach das Teil und spiegeln uns das für die andere Seite. Und wenn es jetzt so schön sauber andere Seite legen, dass es ungefähr von der Höhe passt und auch von der Entfernung. Gut, jetzt ist es hier ein bisschen lang. Das ist ja kein Problem, das schneiden wir einfach weg. Und damit ist das grobe Holzdach schon fertig. Jetzt geht es ans Verschönern. Dafür machen wir uns erstmal eine neue Ebene. Nehmen wir auch wieder Dach. Wir werden das ganze Dach nachher zu einer Ebene zusammenfügen. Deswegen brauchen wir das jetzt nicht unterteilen. Hätte ich jetzt gerne ein paar Holzstämme. Dafür nehme ich mir Textur genau nebenan. Nehme die mal raus und ziehe mir erstmal einen Holzstamm hier raus. Den ich jetzt erstmal bearbeiten möchte, dass er gut zu unserem Haus passt. Hier rausziehen, kopieren. Ja, ein bisschen anpassen hier. Ungefähr so soll er nachher drin sein. Die auf die richtige Länge bringen. Das kann man verschieden machen. Man kann die kurz machen, man kann die lang machen. Man kann die rumspielen, wie man möchte. Einfach rumprobieren. In dem Fall möchte ich es jetzt ein bisschen länger haben, dass sie halt überlappen. Und auch länger als das eigentliche Hausdach sind. Ja, wenn wir den Holzbalken soweit haben, sind wir wieder viel zu hell und ja, Farbe gefällt mir auch nicht. Gehen wieder Richtung Grau und ein sehr, sehr dunkles Grau nehmen wir diesmal. Und das könnte man auch schon so nehmen. Man kann es auch schon ohne weiteres so in ein Spiel reinpacken. Gar kein Problem. Ich möchte aber gerne die Texturen nochmal verwenden, die ich für die Baumstämme benutzt habe. Also an der Hauswand. Einfach wieder reinladen. Kopieren.
Und hier brauchen wir eine neue Ebene. So, die Textur werden wir jetzt ungefähr auf die Größe von diesen Holzbalken runter reduzieren. Einfach skalieren, zusammenschieben. Und jetzt packen wir die einmal da drüber. So, was zu breit ist, schneiden wir auch wieder ab. Auswahlfenster. Können sich erstmal auf die richtige Länge hier schneiden, aber ich möchte erstmal ein bisschen transparent machen, dass man das Holz dahinter noch sehen kann. So ganz leicht. Nicht, dass einfach die Textur oben drauf geknallt ist. So wird es kopiert und verlängert. Und wieder oben weggeblendet. Jetzt können wir mit der Transparenz ein bisschen arbeiten. Wie viel möchte man durchschimmern lassen von dem anderen Holzbalken? Auch wieder Geschmackssache. Hätte wie gesagt bloß ein bisschen diese Textur, dass es wie so Moosrinde irgendwie so rübergeht. Diesen Effekt möchte ich ungefähr erzielen. Jetzt oben und unten das mal sauber wegschneiden. Ich möchte nachher mit diesen Holzbalken weiterarbeiten. Deswegen einmal ruhig ein bisschen sauberer arbeiten. Weil wir das nachher öfters kopieren und wieder neu einfügen. Ich möchte hier keinen halben Balken haben, sondern lieber einen ganzen. Einfach die Textur hier raus. Ordentlich zurechtschneiden. Und an die richtige Stelle ziehen. Jetzt haben wir keinen halben abgesägten Balken. Würde auch funktionieren. Eigentlich sogar realistischer, wenn man es mal genau nimmt. Ich hätte aber gern lieber den ganzen Balken. Der ist soweit schon ganz gut aus. Nochmal leicht erstmal Textur anpassen und vor allen Dingen ein bisschen Schatten reinzeichnen. So ganz leicht die Kante. Es ist jetzt noch nicht ein richtiger Schatten, aber dass wir so ein bisschen Plastizität reinbekommen. Gut, jetzt können wir die beiden letzten Ebenen verbinden erstmal. Wieder einfach sichtbare Ebene verbinden. Und in die anderen Ebenen wieder einblenden. Jetzt haben wir diesen Holzbalken sozusagen als eine Ebene und können damit arbeiten, wie wir wollen. Jetzt schneiden wir uns hinten zurecht. Nach oben schön sauber. Dass er so ein bisschen abgerundet aussieht. Ja, damit ist er bereit zum Kopieren und neu einfügen. Jetzt können wir damit frei arbeiten. Und deswegen ist auch so wichtig, dass man sich da wirklich beim ersten Balken ein bisschen Mühe gibt, weil man möchte damit ja mehrere Häuser machen, oder ne, es kommen auch mehr Balken an dieses eine Haus ran. Und wenn man da schon unsauber arbeitet oder wenn einem das nicht gefällt, dann bringt einem das auch wirklich gar nichts. Ne? Weil wenn man es dann wieder kopiert, dann sieht man das sogar noch öfters. So, jetzt passen wir uns den mal an die Schräge an hier. Einfach wieder einfügen und hier drehen, frei drehen, an die hinterste Kante, damit man den Winkel richtig hinbekommt. Wären auch in dem Fall 45 Grad gewesen, aber man kann es auch frei drehen. So, in dem Fall ist natürlich jetzt die Perspektive schlecht, deswegen müssen wir uns das zurechtschneiden. Mit der freien Auswahl richtig hinschneiden, entfernen. Und das oben auch nochmal. Man kann das so ein bisschen leicht machen, aber wir brauchen eigentlich so eine richtig harte Kante, deswegen einfach bloß ein Viereck und wegschneiden. Diese harten Kante haben wir jetzt oben einen Anschlag sozusagen, indem wir das perfekt in einer Linie bringen können. Nur oben an die First jetzt ran.
Und wieder einfach auf die richtige Länge bringen. Nochmal einfügen. Hier kann man ruhig ein bisschen probieren, wie lang soll das ungefähr sein. Und wieder wegblenden. So, hier kann ich auch wieder ein bisschen vervielfältigen. Einfach kopieren und runterziehen. Jetzt haben wir ja schön oben die Kante, an der wir uns orientieren können. Und so machen wir jetzt das ganze Dach. Ich habe jetzt für 3 oben, 3 unten entschieden. Spiegeln, auf die andere Seite rüberbringen. Hier wieder auf die richtige Höhe achten. Nicht, dass es zu sehr verschoben aussieht irgendwie. Und hier ist es ein bisschen weit runter. Das gefällt mir nicht ganz so. Deswegen möchte ich alles ein bisschen zusammenschieben. Einfach hier auswählen. Kopieren, entfernen. Und dann schieben wir die unteren Balken ein bisschen höher. Das ist doch ein bisschen besser. Jetzt machen wir eine neue Ebene. Und mit der Ebene werden wir praktisch die Holzbalken hinter dieser Schrägen verschwinden lassen. Seht ihr, das ist jetzt momentan die dritte Ebene. Wenn ich da auf solche Dreier, ja, so ein Dreierpack mir dahin packe, dann verschwindet der schon dahinter. Wie man die Holzstämme jetzt anordnet, das ist natürlich auch Geschmackssache. Das ist so ein bisschen, ja, ich möchte mal so ein bisschen Symmetrie reinbringen. Auf der anderen Seite auch ein bisschen, wenn es mehrere Häuser in einem Dorf vielleicht sind, auch mal Abwandlungen davon ungefähr machen. Einfach ein bisschen probieren und das ist ja auch mal der eigene Geschmack. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, so wie es jetzt aussieht. Das ist ganz okay. So, jetzt kopieren wir uns hier mal ein Stück. Und das brauchen wir natürlich auch noch oben die Dachfirst. Ja, also oben der Balken, der einmal über das ganze Haus rüber geht. Den Anfang wegschneiden, Ende kopieren und spiegeln. Ja, das passt ganz gut, hier braucht gar nicht geblendet werden. Eine ganz kleine Kante ist das schon. So, kopieren und jetzt so anpassen, wie man es haben möchte. Am besten wieder so ein bisschen überlappend. Ja, so. Ist doch ganz hübsch. Wenn sich der jetzt weiß, okay, die Höhe soll es sein, einfach verlängern. Und hier wieder einfach ganz normal wegblenden. Ganze kopieren. Wieder einfügen. Da braucht man es auch nur einmal blenden, wenn man es nicht immer wieder, wenn man es nach dem Blenden nochmal kopiert. Ja, schön. Ich finde es ein bisschen dick vielleicht. Oben die First, die hätte man auch ein bisschen dünner machen können. 3 Pixel vielleicht schmaler. Aber okay, das ist meckern auf hohem Niveau. Jetzt brauchen wir noch einen Dachfirst, auch für die vordere Kante. Wenn wir 2 brauchen, das ist zu breit. Und es muss ein bisschen länger sein. Deswegen einfach nochmal kopieren. Und den Doppelbalken verlängern. Ja, der passt ganz gut. Ja, so habe ich mir ungefähr vorgestellt,
Das ist so eine Weise, wie ich Häuser, Dächer baue. Ungefähr. Das ist aber auch, weil ich so ein bisschen im Mittelalter-Style vielleicht ein bisschen baue. Aber man kann hier bauen, wie man möchte. Es gibt ja tausende verschiedene Styles. Ja, um mir die Verstrebungen hier ein bisschen stärker anzeigen zu lassen, einfach ein Stück oben kopiert von den normalen Texturen und zieht ihr einfach oben drüber. Und für diese kleinen Verstrebungen, das kennen wir ja schon, rüberschieben und dann mit dem Auswahlfenster abschneiden, verankern und dann ist es fest. Das gleiche auch für vorne. Ich habe jetzt hier auf die gleiche Ebene das gezeichnet, deswegen überlappt das hier ein bisschen. Und das ist auch kein Problem. Schneide ich mir einfach nochmal ein Stück Holz hier raus und ziehe das einmal oben rüber. Und so, kann man das so wieder wegblenden, wenn man die falsche Ebene erwischt hat. Ich habe hier noch mehr Verstrebungen gemacht. Ihr seht das gerade. Das gefällt mir aber nicht. Also die Verstrebungen sind gleich wieder weg. Ich habe das bloß mal probiert, über diese Holzbalken auch nochmal eine Verstrebung zu machen. Das ist für meinen Geschmack zu viel. Aber was ich hier gerade mache, dieses schräge Dach, die Holzbalken sind zu weit auseinander. Das sieht nicht gut aus. Das ist von der Perspektive falsch gemacht. Die müssen ein bisschen weiter zusammen sein. Also deswegen schiebe ich die alle nochmal zusammen. Jetzt ein bisschen Arbeit, weil ich jeden nochmal ausschneiden muss. Und wieder zusammenschieben muss. Aber die Wirkung ist viel besser. Man sieht, die sehen so, als wenn die übereinander liegen würden, nicht hintereinander. Und das darf nicht sein. Aber das ist auch immer, wenn sowas passiert, man lernt immer daraus. Das ist ja kein Rückschlag, das ist ja immer, fürs nächste Mal weiß man das. Wenn wir gleich sehen, wenn das komplette Dach zusammengeschoben ist, sieht es gleich viel besser aus und die Wirkung ist gleich ganz anders. So. Jetzt ist natürlich alles ein bisschen kurz, das heißt, ich muss wieder verlängern. Andere Stück einfach alles kopieren, entfernen und an die richtige Stelle rücken. Ja, und sagt selber, es ist viel besser, oder? Es war die falsche Perspektive. Aber so passiert. Gut, jetzt alles nochmal ausbessern. Mal wieder die einzelnen Streben verlängern. Dann sieht es so aus. Jetzt sind auch hinten die kleinen Streben wieder weg. Die auch rausgelöscht. Es ist zu viel. Machen können. Auch Geschmackssache. Ich finde es zu viel. Gut, das machen wir jetzt. Das eigentliche Dach ist fertig. Also verlängern wir erstmal unsere Hauswand vorne. Hier haben wir einfach ein Stück Hauswand. Derselben Ebene wie Hauswand auch ist. Nach hinziehen. Machen wir hier eine schöne Steinverstrebung darüber. Dafür haben wir unser Fenster noch. Das bietet sich mal ganz gut an. Man könnte auch die Steinkante nehmen, die halt ganz unten ist. Zwischen Rasen und Wand. Und aber diese Fensterwand, die Fenstertextur ist schöner. Judel. Jetzt noch ein bisschen Steinfassade ran. Dafür kopieren wir uns hier einfach wieder ein Stück. Spiegeln uns das. Passen uns das leicht an. Am besten hier noch ein kleines Stück. Ich würde oben auch nicht zu viel machen, wirklich nur so ein bisschen das andeuten. Wenn man mal anfängt mit Texturen, ist man immer schnell dazu verleitet, oh, noch ein Eins und noch eins und noch eins. Das sieht schnell zu viel aus, weil wir wollen ja eh noch ein paar andere Sachen dahin machen. Man kann es immer probieren, aber man wird schneller
schon selber drauf kommen, dass es zu viel ist. Ja, jetzt sieht das erste Mal aus wie ein richtiges Haus. Finde ich. Und jetzt werden wir nach vorne so ein... Ja, das ist jetzt nicht unbedingt realistisch. Aber in der Perspektive, wie wir gerade drauf gucken, sieht das doch ganz schön aus. Wir machen uns vorne so ein Holzkreuz darauf. Und jeder Statiker oder Ingenieur wird jetzt sagen, das geht so nicht, weil einfach die Verstrebungen über dieser Holzfürst sind. Und wenn ich jetzt das ganze Haus von der Seite sehen würde, würde das einfach katastrophal aussehen. Aber ich sehe es eh nicht von der Seite. Ich sehe es nur von vorne und von vorne muss es schön sein. Wie das von der Seite aussieht, ist mir ja egal. Wird kein Mensch von der Seite jemals sehen. Jetzt hier noch ein bisschen anpassen. Das sieht besser aus und leicht verkürzt. Und jetzt würde ich sagen, rechts und links können wir das auch nochmal machen. Na, vorher, okay, wir schneiden vorher noch ein bisschen aus. Also ein bisschen besser, kann man sogar noch ein bisschen mehr wegschneiden. Und rechts und links ist auch verstärkt jetzt schon. Wenn man jetzt rechts und links das hätte machen müssen, das ist ja auch... Ja. Ah. Muss man nicht. Gut, jetzt würde ich gerne noch unter dem Dach eine Verstärkung hinsetzen. Nämlich so ein bisschen... Ja, als wenn das gleich abbrechen würde, ne? So ein ganz kleines Brett bloß. Deswegen mache ich bloß diesen Balken so ganz leicht darunter. Dass es halt auch stärker und stabiler aussieht. Und wir haben dadurch auch schon einen dunkleren Hintergrund. Und alles, was dunkel ist, sieht ja immer so aus, als wenn es weiter hinten ist. Und das ist ja auch, was wir haben wollen. Hier oben auch nochmal. Und damit bin ich mit unserem Dach eigentlich schon doch zufrieden. Jetzt machen wir uns mal ein neues Projekt, eine neue Seite auf. Mit den Maßen von 3000 zu 3000. Das kann man immer nochmal abändern, vergrößern jederzeit, wenn man will. Und das ist jetzt unsere Mischpalette. Hier machen wir jetzt eine neue Ebene. Also bitte nicht auf dieser weißen Ebene irgendwas einfügen, sondern eine neue Ebene machen. Und hier speichern wir uns jetzt alles rüber, was wir gebaut haben. Ja, von den Wänden zu den Fenstern, alles. Einfach einrahmen, durch jede Ebene für sich. Und hier drüben einfügen. Können wir jetzt auch noch schön sortieren. Mach's jetzt erstmal bloß einfach rüberhauen. Wenn wir das alles hier drüben haben, haben wir ein Blatt, auf dem wir alles wiederfinden, was wir bis jetzt gemalt haben. Ja, diese schrägen Dächer, wir haben unsere Fenster, wir haben unsere Ziegelsteine. Und das können wir uns jetzt schön sauber abspeichern. Und zwar nennen wir das jetzt irgendwie, wenn wir das jetzt Mischpalette irgendwas nennen, nennen es jetzt mal Haus von außen und packt das praktisch in unseren Ressourcenordner. Und das ist sehr gut, weil manchmal hat man irgendwas zusammengefügt und das ist dann weg. Und das ist schade. Genau das machen wir jetzt auch. Wir werden unser Dach komplett vereinen, dass jetzt praktisch alles verbunden ist. Und diese einzelnen schrägen Verstrebungen, da würden wir jetzt halt schlecht rankommen. Aber wir haben das ja alles extra abgespeichert. Jetzt, wo wir das Haus soweit fertig haben, werden wir damit anfangen, ja, ein bisschen mehr Leben in dieses Haus reinzubringen. Das heißt, wir zeichnen die Schatten. Und damit können wir höhere Stellen und tiefere Stellen betonen. Müssen wir uns erstmal den Pinsel richtig einstellen, ungefähr die Größe und die Härte, die wir haben wollen. Und hier müsst ihr erstmal ein bisschen rumprobieren. Ihr könnt euch natürlich erstmal die Einstellung nehmen, die ich jetzt auch verwende. Halt einen ganz, ganz schwachen Pinsel normalerweise, nicht zu groß. Und ihr müsst sehen, von wo soll denn das Licht kommen. In dem Fall von oben links, das soll die Sonne hier darstellen. Und die Sonnenstrahlen gehen so nach rechts unten. Ungefähr sehen, wo trifft die
treffen die Sonnenstrahlen drauf und wo entsteht hier ein Schattenwurf. Wenn wir es ungefähr haben, gibt es hier auch verschiedene Techniken, wie man Schatten zeichnen kann. Zum Beispiel kann man sich hier so einen Rahmen übersetzen und dabei kann man eine sehr starke Schattenkante erzeugen. Das ist so ein bisschen wie bei Graffiti, wenn man so ein Stück Pappe überall an die Hauswand setzt und da man eine starke Kante erzeugen möchte. So, der Pinsel ist hier noch ein bisschen sehr, sehr stark eingestellt. Erstmal ein bisschen rumprobieren, das ist auch noch zu stark. Und dann könnt ihr einfach gedrückt halten und so ein bisschen leicht die Schatten rausarbeiten. Schatten zu zeichnen ist immer so ein Rausarbeitungsprozess. Das ist nicht, ich ziehe einen Strich und der Schatten ist da. Und man nach und nach die dunklen Stellen verstärken oder gegebenenfalls auch wieder ein bisschen rausradieren. Wird ja alles schön, so ungefähr wie der Schattenwurf hier sein sollte, nachzeichnen. Da gibt es natürlich auch diese freie Variante, wo jetzt kein Raster gezogen ist, einfach einmal frei rüber zeichnen. Weil diese groben Kanten sind ja relativ selten. Das ist nur, wenn man wirklich einen sehr starken Effekt haben möchte. Zum Beispiel hier jetzt nochmal wieder eine sehr starke Kante haben. Was man auch machen kann, zum Beispiel wenn wir jetzt hier zwischen diese Baumstämme uns einen Schatten zeichnen wollen, wenn wir einfach einmal rauftippen und dann mit Steuerung gedrückt halten und wenn wir dann den Cursor ziehen, dann steht so ein Strich. Und wenn wir nochmal raufdrücken, dann wird dieser Strich nachgezogen. Können wir solche Baumstammvertiefungen zum Beispiel sehr gut zeichnen. Im Großen und Ganzen kann man sich mal vorstellen, alles was dunkler ist weiter hinten und was heller ist weiter vorne. Beziehungsweise was halt von der Sonne getroffen wird und was nicht getroffen wird. Wenn ihr irgendwo eine Stelle habt, die zu stark ist, wo ihr nicht mehr zufrieden seid, auch kein Problem. Ihr könnt es auch ganz leicht wieder wegradieren. Im Prinzip ist hier genau das gleiche, als wenn ihr mit einem Stift arbeitet. Einfach ganz minimal wegradieren. Ja, so gehen wir jetzt nach und nach über das ganze Dach. Bei den einzelnen Brettern ist jetzt kein richtiger Schattenwurf, aber so ein bisschen Vertiefung hat man hier doch. Also kann man ja auch jede einzelne Strebe ein bisschen nachziehen. Und was zu stark ist, einfach wieder ein bisschen wegradieren. Bei diesen schrägen Brettern möchte ich noch ein bisschen mehr den Kontrast rausarbeiten. Das bräuchte man jetzt nicht unbedingt beim Schatten machen, das könnte man auch direkt auf der Textur machen können. Aber ich zeichne das jetzt in den Schatten ein. Und so haben wir einen viel stärkeren Kontrast zwischen den Brettern. Es wäre auch schlau gewesen, vielleicht nicht hier jedes Stück einzeln zu machen, sondern das hätte ich auch komplett einmal über die ganze Länge ziehen können. Jetzt schon die Wirkung ist gleich viel, viel besser. Also ja, wenn der Kontrast ein bisschen mehr nachgezogen wurde. Aber wie gesagt, zu Schatten an sich mache ich nochmal ein spezielles Video, weil es gibt so viele Arten von Schatten. Das ist jetzt hier schwer zusammenzufassen. Im Endeffekt sind einfach bloß Vertiefungen
nachzuzeichnen, Kontraste zu verstärken und an Stellen, wo die Sonne halt nicht hinkommt, da besonders den Schatten betonen. Jetzt möchte ich ein bisschen größeren Schatten machen, praktisch über das ganze Hausdach, wenn die groben Konturen gemacht sind. Hier sind jetzt praktisch das ist der Schatten, den nicht die einzelnen Balken werfen, sondern das komplette Hausdach. Die Sonne ist ja oben links, also heißt es unten rechts wird alles abgedunkelt. So ein bisschen nach und nach rausarbeiten. Wie stark die Schatten sein sollen, ist auch Geschmackssache. Ich mag sie immer gerne ein bisschen dunkler. Das geht ein bisschen unrealistisch, aber das verstärkt den Effekt, den ich haben möchte. Und auch hier weniger ist mehr, wirklich ganz wenig Druck arbeiten und nach das einfach rausarbeiten. Stellen wie hier, die einfach überzeichnet sind, die eigentlich nicht dunkel sein sollten, können wir uns ganz einfach wieder frei bearbeiten. Schneiden wir uns einmal raus. Und jetzt mit einem Radierer können wir hier eine harte Kante rein radieren. Ja, das ist doch besser. Ja, das Dach ist jetzt soweit schattiert. Und jetzt möchte ich gerne diese Hausbretter, die sind in einer Reihe. Das finde ich, das passt nicht zu meinem Haus. Das soll schon ein bisschen wie eine Bretterbude zusammengeschustert sein. Nicht alles ganz perfekt. Deswegen werde ich hier und da einzelne Bretter ein bisschen rausziehen. Wenn mal alles nicht so korrekt gezeichnet ist, dann wirkt das immer ja, realistischer. Vor allem, wie gesagt, dieses Haus soll auch mitten im Wald stehen. Hier war jetzt kein super Architekt am Werk. Das gleiche auch mit den rechten Brettern. Die ich hier noch ein bisschen weiter verstärken werde. Als wenn die so ein bisschen rausgucken würden. Jetzt würde ich gerne noch so ja, ein paar Nägel hier ins Hausdach reinknallen, wo die Leisten sind. So einfach so eine kleine silberne Textur. Ziehen wir einmal über diese Leiste. Ich denke, es hat einen schönen kleinen Effekt, wenn man so die Nägel sieht. Einmal die ganze Leiste hier durch. Dann können wir uns das alles kopieren und dann jede Leiste an sich einmal rüberziehen. Ja, so sieht es denn über das ganze Haus aus. Jetzt machen wir uns die Schatten für die Wände. Das Dach ist soweit fertig. Und bei der Wand ist es ja immer so, dass erstmal das Hausdach die Wand extrem abdunkelt. Und da wir jetzt da die Wand sowieso der Sonne abgeneigt ist, ist an sich die ganze Wand ein bisschen dunkler. Hier einen schönen Kontrast unter dem Hausdach. Einmal langziehen. Und an sich könnte die ganze Wand auch ein bisschen dunkler gemacht werden. Wie gesagt, mit dem Druck und der Größe mal ein bisschen variieren, wie man es haben möchte.
Wirklich immer schön die ganzen Kanten immer ein bisschen betonen. Jetzt kann man natürlich auch hergehen und auch die einzelnen Ziegelsteine leicht schattieren. Da fällt zwar so an sich keine Sonne drauf, aber der plastische Effekt ist dadurch verstärkt. Aber das ist jetzt wirklich kein Muss, das ist Geschmackssache. Wie weit du hier genau ins Detail gehen möchtest, bleibt natürlich dein Geschmack überlassen. Man kann wirklich jeden einzelnen Stein schattieren, wenn man das möchte. Natürlich total übertrieben. Ansonsten ist es generell so, dass man größere Sachen auf jeden Fall schattieren sollte. Finde ich jedenfalls so. Bei kleineren Sachen ist es halt nur dienlich der Atmosphäre, wenn man es macht. Muss es aber nicht. Wo es schon ein bisschen mehr ausmacht, sind vielleicht Türrahmen oder Fensterrahmen, die stechen meistens ein ganzes Stück aus der Hauswand heraus und werfen deswegen auch Schatten. Man kann natürlich auch zu viel Schatten machen, dass es einem nicht mehr gefällt. Das ist wirklich totale Geschmackssache. Es ist nicht so, oh, du musst Schatten zeichnen, damit es gut aussieht. Ansonsten sieht es nicht gut aus. Das ist totaler Quatsch. Das ist wirklich Geschmackssache und man kann es auch übertreiben. Ja, wenn wir das komplette Haus schattiert haben, sieht es ungefähr so aus. Also, mir gefällt es ganz gut. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist zu stark. Kann man auch immer noch abschwächen. Aber so finde ich das schon okay. Was ich jetzt gerne noch hätte, wäre so ein kleiner Fensterladen. So ein kleines Dach über einen der Fensterläden. So. Und dafür kopiere ich mir einfach ein Stück Dach hier raus und mache mir eine neue Ebene. Dach ist ja soweit schon fertig. Deswegen werde ich mir das ganze Stück rauskopieren. Erstmal anhalten und auf die richtige Länge schneiden. Wenn man den ersten Teil fertig hat vom Dach, sind die restlichen Sachen sehr, sehr schnell gemacht, wie ihr gleich sehen werdet. Jetzt, wo ich das kleine Stück vom Dach habe, nehme ich einfach einen fertigen Balken, den ich mir hier rauskopiere und dann auf die richtige Größe runterskaliere. Wie du schon siehst, mit fertigen Objekten die neu umzugestalten, das geht halt super schnell. Wo wir zum Anfang so lange gebraucht haben, um ja, einen kleinen Pfeiler zu machen. Einfach wieder einfügen, kopieren, einfügen und uns hier den Stamm ein bisschen zurechtschneiden. So, das Dach ist fertig. Dann müssen wir bloß mal schauen, wo wir es ranpacken. Dann geht die rechte Wand, ist ganz okay. Mal bei der Höhe ein bisschen gucken, will man das unter dieser Steinwand haben oder da drüber. Ich denke, so gefällt mir das ganz gut. Jetzt muss das ganze Ding natürlich noch schattiert werden. Einfach eine kleine Schicht oben drüber. Ja, denn so sieht unser Haus aus. Mir gefällt es ganz gut. Hier und da kann man viel variieren mit Intensität der Schatten, mit Texturen. Das ist alles Geschmackssache. Aber ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Tutorial ein bisschen weiterhelfen. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Ich bin der Hamsterasche und freue mich auf das nächste Video. Hauen Sie rein!